Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen kurzen Video. Ja, es gibt mich noch und ja, es gibt auch noch Videos und es geht natürlich weiter. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob diese ganze Kameraeinstellung alles noch passt, weil die Kamera war so lange da gelegen, dass sie die ganzen Grundeinstellungen verloren hat und ich muss mich damit erst wieder befassen. Worum geht es heute? Heute geht es darum, was habe ich die ganze Zeit gemacht, ganz kurz, vielleicht interessiert euch das auch gar nicht. Es geht um neue Reifen, es geht um die Motorscan-App, es geht um das D-Guard-System, nur ganz kurz. Ja, und vielleicht noch ein bisschen was mir so einfällt. Ich versuche das so ein bisschen zu komprimieren. Ich sage aber vorher schon mal Danke, dass ihr auch in der Zeit, in der ich nicht da war, hier geblieben seid und mir eure Treue gezeigt habt. Super, vielen Dank dafür. Naja, und wir fangen an. Nach dem Intro geht's los. Ja, warum habe ich die ganze Zeit keine Videos gemacht? Ich habe ja in 2024, Anfang des Jahres, die 1200 GS hier gehabt, die AC. Und habe da ganz viele Sachen dran gemacht. Und da gibt es natürlich noch ganz viel Videomaterial, was ich noch nicht bearbeitet habe und auch noch keine Zeit dafür hatte. Also das sind bestimmt 10, 12 Videos, die über die 1200er GS noch kommen oder 1200er. Das muss halt nach und nach jetzt abgearbeitet werden. Und ich hatte dann hier das Problem, vielleicht hat das der ein oder andere gesehen, in der anderen Ecke drüben hier war ein Wasserschaden vorhanden vom Dach oben her. Und ich musste jetzt im Prinzip dieses Projekt einfach starten, weil ich das sowieso schon viel zu lange vor mir hergeschoben hatte. Und so musste hier oben drüber im Prinzip das alles, was da drauf war, da waren, ich kann euch mal ein Bild einblenden, also so Pflanzkübel obendrauf betoniert und Steine und das war alles nicht besonders toll über die Jahre, über die Jahrzehnte, die das da oben drauf war. Der Anschluss zum Haus, der war undicht geworden, sodass im Prinzip auch hier auf der Seite mittlerweile dann Feuchtigkeit eingedrungen ist. Und all das musste gemacht werden. Das Flachdach ist sowieso bescheuert zu machen, es musste neu gedeckt werden. Der Hausanschluss musste neu gemacht werden, die Außenwände mussten, und ich bin noch nicht ganz fertig, alles an losem Material entfernt werden, weil natürlich das Wasser im Prinzip in die Wände gezogen ist. Aktuell trocknet das Ganze noch. Naja, und das war halt einfach in den vergangenen Wochen und Monaten so meine Hauptbeschäftigung sozusagen, das wieder auf Vordermann zu bringen. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, nachdem wir ja so 35, 38 Grad hatten in den letzten Wochen und Monaten, dass es mal ein bisschen kühler wird ohne Regen, damit ich da oben auch noch das weitermachen kann, was ich eigentlich weitermachen muss. Allerdings ist es so, naja, wir haben jetzt heute hier draußen 14 Grad, gestern waren es nur 10 Grad und Regen, und dann ist es natürlich auch nicht so besonders toll. Aber ich habe mir gedacht, ich mache heute ein Video darüber, dass ich mich einfach mal wieder bei euch melde. Und naja, vielleicht der ein oder andere wird sich schon gewundert haben, warum nichts mehr kommt. Also wie gesagt, es geht weiter. Und das sind so die Gründe. Man hat natürlich ganz viele andere Dinge noch zu tun. Ja, so ein bisschen habe ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn man so lange kein Video macht. Dann, ja, weil es doch schon viele Leute gibt, die Interesse daran zeigen. Mit dem heutigen Video kann ich jetzt nicht versprechen, dass es dann auch jetzt gleich 1 oder 2 Wochen später weitergeht, aber es kommt peu à peu. Bisschen Geduld und ja, das war zu dem Thema, warum war ich so lange nicht da. Ja, dann kommen wir zu dem tollen Thema Reifen. Ich hatte die ganze Zeit den Metzeler Torrance drauf. Für die, die den nicht kennen, so dieser Reifen mit diesem Profil.
Also Reifenfrage ist natürlich immer Glaubenssache, jeder schwört anders, ganz klare Sache. Das ist jetzt hier auch keine Empfehlung oder sonst irgendwas. Das ist so meine persönliche Meinung und mein persönlicher Eindruck. Der Reifen ist sehr gut, der ist vor allen Dingen in der Schräglage, in den Kurven, auf der Straße sehr gut. Der Vorderreifen ist von Anfang an schon relativ laut gewesen, allerdings nicht in der Geraden, sondern eben halt nur in der Kurve oder in der Schräglage ab einem gewissen Neigungswinkel. Allerdings ist es so, dieser Reifen hier hinten, der geht eigentlich auch noch, der Hinterreifen, der ist soweit okay, ist auch gleichmäßig abgefahren. Allerdings ist der Vorderreifen nicht ganz so toll. Der hat, ja, bedingt vielleicht auch durch das Fahrzeug bzw. der größere Durchmesser vorne. Der Luftdruck hat immer gestimmt, aber es gibt eben halt schon extreme Auswaschungen in den Profilteilen eben halt drin. Und da sind wir jetzt mittlerweile, oder bin ich jetzt schon mittlerweile bei 1,6 mm angelangt, wobei er an anderen Stellen noch über 2 mm, 2,5 mm hat. Aber für mich eben halt zu wenig. Und deshalb habe ich mich entschieden, da ich ja auch im Winter durchfahre, sofern es das Wetter zulässt, für den Heidenau K60 Ranger. Das ist jetzt mal gegenüber dem Reifen, der drauf war, eine ganz andere Nummer. Das ist dieses Profil hier. Ich weiß aber von einem Freund, der die Husqvarna Norden 901 Expedition fährt, dem habe ich die nämlich drauf gemacht, dass er da im harten Offroad-Einsatz mit seinem Motorrad und auch Straße, viel Straße, hat der Reifen also einen sehr guten Eindruck gemacht. Und auch diese Offroad-Geschichten, da hat der Reifen wenig gelitten darunter. Ich habe den alten Reifen von ihm auch noch da, könnte ich euch jetzt zeigen, der liegt aber unten, ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich werde einfach mal testen, wie dieser Reifen ist, wie er sich, so haben wir da das Profil, wie er sich, also dass er sich im Gelände, naja, was heißt im Gelände, hier bei uns auf Waldwegen, Schotterwegen und so weiter und so fort, im Sand, sehr gut schlägt. Und ich bin mal gespannt, wie er sich auf der Straße schlägt, gerade in der Kurvenlage. Bin ich mal gespannt, bin ich wirklich gespannt. Den mache ich jetzt heute drauf. Die sind heute gekommen. Muss ich an der Stelle noch mal sagen, ist keine Werbung für Reifen.com, überhaupt nicht. Ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich das sage. Aber ich habe die Reifen auch bei Reifen.com bestellt. Und wenn ich mir jetzt hier angucke, diese Reifen, der Hinterreifen hat ein Produktionsdatum, also DOT, von 24/24. Das heißt, 24. Woche 2024. Wie alt ungefähr? 3,5, 4 Monate. Ihr könnt es gerne ausrechnen, in die Kommentare schreiben. Und der Vorderreifen ist 25/24. Sehr nah beieinander, ist schon mal sehr gut und nicht alt. Und das ist meine Erfahrung. Ich habe das schon mal in irgendeinem Video gesagt. Ich meine in dem Video zum Auswuchten oder so irgendwas, dass die Reifen in der Vergangenheit immer irgendwie sehr, sehr frisch waren. Und auch dieses Mal bin ich voll zufrieden. Die kommen heute drauf. Vielleicht noch eine Sache. Ich habe, weil viele Leute immer sagen, Winkelventile. Ich habe hier auch Winkelventile dran, Aluminium-Winkelventile. Die habe ich, meine ich, irgendwann mal bei Wunderlich bestellt. Würde ich heute auch nicht mehr machen, weil es die durchaus günstiger gibt. Insbesondere könnt ihr die bei mir hier günstiger bekommen, wenn ihr hier Reifen drauf machen lasst. Ich mache die aber wieder weg, weil diese Aluminiumventile, die sind nicht ganz so toll. Die halten zwar die Luft, keine Frage, aber wenn man hier so eine Kappe, so eine Metallkappe drauf macht auf dieses Ventil und dreht die dann zu, dann kann es passieren, dass man die unter Umständen ohne Zange nicht mehr aufbekommt. Und das war einfach Entschuldigung, das war einfach nix. Deswegen kommen da ganz normale, für 1 Euro oder 2 Euro kosten sie, glaube ich, die sind TÜV geprüft. Haben wir es scharf? Kurze Gummiventile rein, die auch keine großartigen Schwierigkeiten machen beim Luftaufpumpen. Das war es zum Thema Reifen.
Ach so, schaut auf meiner Webseite, wenn ihr Reifen montiert, also wenn ihr aus der Region kommt, wenn ihr Reifenmontage braucht und kauft eure Reifen im Internet, dann könnt ihr gerne auch zu mir kommen. Ich habe die Preise und das alles bei mir auf der Webseite stehen. Montagemaschine haben bestimmt einige schon gesehen und auf der anderen Seite steht hier der Auswuchtbock für das manuelle Auswuchten. Irgendwann jetzt in den nächsten Monaten kommt eventuell noch eine Reifenauswuchtmaschine, mit der man dynamisch auswuchten kann für Motorradräder. So, das zu dem Thema und kommen wir zum nächsten Thema. Erstmal einen Schluck Kaffee. Ja, ich hatte ein Video gemacht über das Motorradnotrufsystem DiGuard. Das ist ein System von der Firma DiGuardis. Dieses System kann man in fast alle Motorräder nachträglich einbauen und hat den, ich blende euch unten mal auch den Link, oder ich schreibe euch unten den Link in die Videobeschreibung zu dem Beitrag, den ich gemacht habe bei mir auf der Webseite über dieses System. Auf jeden Fall ist es so, dass man das in fast jedes Motorrad einbauen kann, ist super easy, sehr, sehr gut verarbeitet, hat auch sehr zuverlässig und sehr gut funktioniert, bis auf die Software, also die App, war nicht so toll. Und ich habe das in 2 Motorräder eingebaut, hier einmal in meine und einmal in die F700 GS. Das ist einfach so ein Sicherheitsfeature. Das heißt, so ein System kann im Falle eines Falles, wenn man einen Unfall hat, selbstständig den Unfall erkennen durch gewisse Sensoren und meldet im Prinzip direkt an die Leitstelle, an die Rettungsleitstelle einen Notruf. Man konnte dort auch manuell am Lenker viele kennen es vielleicht von den neueren Fahrzeugen oder vom Auto ab 2017 oder 18 war das Pflicht. Eben, man kann manuell über so einen SOS-Knopf einen Notruf absetzen, direkt mit der Rettungsleitstelle in diesem Fall. Und dann werden eben Koordinaten geschickt, bla bla bla, wo man gerade sich befindet. Was ich wirklich bis heute, also wie auch immer, bis heute sehr, sehr gut finde, so ein System, weil, naja, man hofft zwar, dass man nie in die Situation kommt, aber vielleicht kommt mal jemand anderes in diese Situation, dass er einen Unfall hat und man ist in der Lage, irgendwo in der Walachei relativ schnell einen Notruf abzusetzen, ohne lang zu überlegen, wo man sich gerade befindet und so weiter und so fort. So, war alles schick, bis irgendwann letzte Woche oder so, dann hat mich der Verkäufer angeschrieben, bei dem ich das gekauft habe, dass so ist, dass die Firma DiGuardis Insolvenz angemeldet hat in Eigenverwaltung bereits im Juli 2024. Das heißt, diese Geräte werden über kurz oder lang wohl nicht mehr funktionieren. Zumal es die ganze Zeit so war, dass man im Prinzip jährlich eine Lizenz kaufen musste, für 29 € irgendwo in dem Dreh, um eben diese Mobilfunk und wie sagt man, diese Satellitenortung, GPS, nutzen zu können. 29 € im Jahr war nicht viel und für das, dass das gut funktioniert, ja. Nun ist es leider so, dass die Firma pleite ist. So, das heißt, dieses Projekt wird nicht mehr weiter verfolgt, man hat es gekauft, man hat es eingebaut, man muss jetzt im Prinzip auf dieses System verzichten. Ich persönlich finde das sehr, 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 sehr ärgerlich, weil auch wenn ich mein Geld vielleicht zurückbekomme, habe ich dieses Notrufsystem nicht mehr. Und gerade für Leute wie mich zum Beispiel, die viel alleine unterwegs sind, ist das vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. So. Warum erzähle ich das? Einmal habe ich den Eindruck, wenn man sich so anguckt, es gibt ja viele Videos über solche Systeme und es gibt ja nicht nur DiGuard als System. Es gibt noch von Reitlink den Wingman, es gibt noch verschiedene Apps, die man direkt auf dem Handy hat, die sowas auch können sollen.
Es gibt bei BMW zum Beispiel den eCall, das eCall-System, bei anderen Herstellern auch. Und die Frage ist, was ist eine gute Alternative? Und da bin ich eben jetzt aktuell dabei zu gucken bei dem Wingman. Der Wingman macht in etwa das Gleiche wie bei DGuard. Es unterscheidet sich zwar dann doch schon in der Software und, aber prinzipiell hat man trotzdem diese Sicherheitsfunktion wieder. Der ist übrigens von Reitlink. Ist auch keine Werbung an dieser Stelle. Die Frage ist nur, ist dieses Teil von Reitlink auch in der Zukunft eine gute Alternative? Und da meine Bitte an euch, die sowas haben, also die den Reitlink oder den Wingman von Reitlink verbaut haben und schon vielleicht einige Jahre getestet haben und Erfahrung damit haben, schreibt mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt und was ihr davon haltet. Das, was ich bisher recherchiert habe, ist ja schon nicht schlecht. So, aber schreibt mal in die Kommentare. Ich hoffe, dass einige dabei sein werden, die damit etwas zu tun haben und können darüber berichten. Das wäre ganz interessant, weil eben ich auch überlege, ob man diesen Reitlink eben am Motorrad verbaut. Ansonsten, all die, die den DGuard verbaut haben oder hatten, teilweise funktioniert das ganze System noch aktuell, ja, die sollten sich dann mal mit ihrem Verkäufer bzw. mit dem Hersteller in Verbindung setzen, der im Übrigen bis heute, was ich sehr, sehr schwach finde, keine offizielle, also zumindest habe ich keine gefunden, keine offizielle Mitteilung darüber gegeben hat, dass es so ist, wie es ist. So, das zu diesem Thema. Ja, ihr hört im Hintergrund schon klicken. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Es läuft gerade richtig gut, so seit langer Zeit ein neues Video machen und ja, es läuft irgendwie und ich hoffe, dass diese ganze Geschichte hier gut in der Kamera drin ist. Wir reden noch über die Motoscan-App. Die liebe Motoscan-App. Bla bla bla. Wo soll ich anfangen, um das Ganze nicht zu lang werden zu lassen, so rum. Ich habe, glaube ich, 2023 habe ich, glaube ich, den Programmierer von WG-Soft, bla bla bla, angeschrieben und habe gefragt, warum er denn keine, da geht es jetzt speziell um die 1150er, warum er denn keinen Entlüftungstest in seiner App anbietet, dass man eben halt nach einem erfolgreichen Bremsflüssigkeitswechsel in diesem Integral-ABS von FTE einen Drucktest sozusagen machen kann. Also das, was ich in meinen Videos, die kann ich hier oben im Übrigen mal verlinken, Teil 1 und Teil 2 zum Integral-ABS von BMW, erste Generation. Warum es das dazu nicht gibt und ja, und das ist im Prinzip der Test oder das sollte der Test sein, den man auch bei BMW machen lassen kann, über deren Software, über die Original-BMW-Software. Und er hat mir geschrieben, damals hat er geschrieben, dass er zu dem Zeitpunkt, als diese Geschichte programmiert wurde, eben kein Fahrzeug zur Verfügung stand. Ich habe ihm dann angeboten, dass ich mein Fahrzeug zur Verfügung stelle und er das programmieren kann und ich im Zuge dessen über diese Geschichte ein Video machen kann und euch als erster diese Funktion in der Motoscan-App für die 1150er mit dem Integral-ABS zur Verfügung zu stellen. Dazu ist es nie gekommen, weil er das auf anderen Wegen gemacht hat. So hat er mir das gesagt. Er hat also im Prinzip so ein ABS, so einen Testaufbau konstruiert, ja, was natürlich durchaus möglich ist, und hat aufgrund dessen dann diese Software programmiert. Ja, ich habe dann, ich weiß nicht mehr, wann das war von den Zeitabläufen her, keine Ahnung, ist auch völlig egal. Wir haben dann E-Mail-Kontakt gehabt, hin und her, bis dann irgendwann mal eine noch nicht veröffentlichte Software, also Motoscan-App vorhanden war, Entschuldigung,
die er mir dann zur Verfügung gestellt hat, um die ersten Tests zu machen. Anfangs, das waren also verschiedene Versionen, die es da gab, die bauen ja immer wieder aufeinander auf, also sagen wir mal jetzt Version 1, Version 2, Version 3, bla bla bla. Und immer wieder gab es eben diesen Austausch über diese Logdateien, was passiert ist, was funktioniert hat oder was nicht funktioniert hat. Und er hat eben dann weiterhin daran gearbeitet. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt, als diese App überhaupt noch gar nicht, oder dieser Teil dieser App, dieses Update, überhaupt noch nicht im Play Store ausgespielt war, hatte ich eine Version dabei gehabt, bei der ich tatsächlich diesen Drucktest durchführen konnte. Das hat wunderbar funktioniert, also man muss sich das so vorstellen, vielleicht diejenigen, die das schon probiert haben, und da komme ich gleich dazu, es sind nämlich auch einige und einige, die mich auch angeschrieben haben. Im Prinzip in der App ist das ein gewisser Algorithmus, den man abfolgen muss mit Fahrgestellnummer und dann hat man eben eine runde Anzeige mit einem Pfeil und dann hat man einen grünen Bereich, in dem dieser Pfeil eben eine gewisse Zeit lang gehalten werden muss während diesen Tests, jeweils für den vorderen und den hinteren Radkreis. Und das hat bei mir genau ein einziges Mal funktioniert. Ich habe dann gegengetestet, ich war bei BMW und habe das Motorrad hingebracht und habe dort einen Test machen lassen mit dem gleichen Zustand der Bremse. Wobei ich sagen muss, das ist schon auch jetzt eine ganze Weile her. Und der Test war bei BMW erfolgreich. Also für mich war irgendwie dann später nicht mehr nachvollziehbar, warum das in der App nicht funktioniert, zumal der Programmierer mir dann gesagt hat, dann liegt es am Motorrad. Ja, also wenn in der App es nicht funktioniert und ich zum BMW-Händler gehe und er sagt, es ist alles tippitoppi, ich habe natürlich auch jedes Mal Geld dafür bezahlt, dann liegt es wohl eher nicht am Motorrad. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann irgendwann dieses Thema einfach verworfen, weil ich in meinen Videos einfach keine Dinge vorstellen will oder preisgeben, oder nicht preisgeben, sondern vorstellen will oder zeigen will, die am Ende gar nicht funktionieren und schon gleich gar nicht bei einem Bremssystem. Und mir war das einfach alles zu vage, ob das tatsächlich funktioniert, denn ich habe in der Zukunft, ab diesem Zeitpunkt und ab diesem Zeitpunkt, seitdem diese App im Google Play Store ausgespielt wurde, erst als Beta-Version und dann als vollwertige Version, als Update für die bestehende Motoscan-App für alle, habe ich auch noch getestet, viele Male, und es hat nie funktioniert. Bis dann irgendwann die ersten Leute zu mir geschrieben haben, geiles Deutsch, egal, die mir geschrieben haben, ob ich diesen Test kenne und warum der nicht funktioniert und was da das Problem ist. Die Leute waren natürlich total verunsichert, weil sie dachten, oh mein Gott, mein Bremssystem funktioniert nicht und mich haut die nächste Kurve auf die Schnauze. So. Ja, und da gab es immer wieder lange Gespräche und letztendlich war es immer so, und das ist jetzt ein bisschen Kritik an den Entwickler, kann ich auch gut mitleben, dass ich das öffentlich mache, absolut. Der Umgang mit Kritik oder mit Reklamationen in Bezug auf das Thema ABS, andere Dinge weiß ich nicht, ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern das ist die Meinung von mindestens 15, 16, 17 Leuten, die mir geschrieben haben. Da gibt es mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr Leute, die mir nicht geschrieben haben, warum auch immer, ja, oder nicht warum auch immer, warum sollten sie mir unbedingt schreiben, ich bin schließlich nicht der Entwickler, aber ich habe halt ein Video über die Motoscan-App gemacht. Und die haben alle das Gleiche erzählt, dass halt einfach immer darauf verwiesen wurde, es liegt am Motorrad, dann ist Luft drin, dann stimmt das nicht und stimmt das nicht. Und das ist einfach Käse, ganz ehrlich, das ist Käse. So geht man nicht mit den Leuten um, die letztendlich für die Ultimate-Version auch Geld bezahlen. Keine Ahnung, was die aktuell kostet. So, also Ist-Stand. Ich habe jetzt schon seit langem nicht mehr getestet. Ich werde es wohl mal wieder machen, weil jetzt aktuell ein Problem da ist. Deswegen klackt es auch die ganze Zeit da hinten im Hintergrund. Und warum ich das jetzt in ein Video gepackt habe, war einmal meine Meinung darüber zu sagen, zu diesem Bremsenentlüftungstest. Ich glaube, wenn jemand das geschafft hat oder wenn vielleicht mittlerweile viele Leute das geschafft haben, weil sich etwas geändert hat, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Dann ist alles fein, alles gut. Aber schreibt es auch in die Kommentare, wenn es einfach nicht funktioniert hat. Das wäre cool, weil nur so kann man so ein bisschen aufklären und gucken, wer hat da welche Probleme. Ja? Und nur weil die App sagt, es funktioniert nicht, sieht man an meinem Beispiel am allerbesten, dass ich eben den Gegentest gemacht habe beim BMW-Händler, der
über die Original-Diagnose-Software verfügt, bei dem die Kriterien dieselben sind wie hier. Ja, also der Ablauf, das Schema ist im Prinzip das gleiche. So, ja. Aber ich habe dieses Thema auch aufgegriffen, weil vor kurzem jemand in den Kommentaren geschrieben hat, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, ist auch egal. Da ging es darum, um die Motoscan-App in puncto Antiblockiersystem auslesen. Es war unter einem Video zu dem ABS, zu dem Integral-ABS, also gehe ich auch davon aus, dass genau das gemeint ist, alles andere gäbe keinen Sinn. Und dort wurde beschrieben, dass irgendwie Kontakt mit dem Programmierer aufgenommen werde und es wäre überhaupt nicht möglich, einen Fehlercode im Antiblockiersystem Integral-ABS mit der Motoscan-App auszulesen. Ich habe jetzt, um zu gucken, ob es überhaupt noch diese Servicefunktion in der App gibt, gerade gesehen, dass mein Motorrad einen Fehlercode im Antiblockiersystem hat. Und das zeige ich euch gerade mal. So, kann man das hier sehen? Das spiegelt ein bisschen. So, 45 F6. Oben drüber steht Bremsflüssigkeitsstand. Die Servicefunktion, die gibt es im Übrigen immer noch in der App und die habe ich natürlich auch gestartet. Die mache ich jetzt nicht aktuell, weil jetzt bin ich hier beim Reifen montieren. Ich habe jetzt keinen Bock, das alles auseinanderzunehmen da. Ich habe aber diese App gestartet und die hat gesagt, der Test kann nicht durchgeführt werden, weil Fehlercodes im ABS-Steuergerät vorhanden sind. Daraufhin habe ich dann geguckt und habe genau das, was ich euch eben gezeigt habe, hier gesehen. 45F06 ist, wenn man unter dem BMW Fault Codes guckt, das habe ich auch unter dem Video mit dem ABS verlinkt, steht zu dem Fehler nur drin Bremsflüssigkeitsstand. Und das ist der Bremsflüssigkeitsstand. Der einzige, der im Prinzip ausgelesen werden kann, ist der von den Radbremskreisen, weil der im Prinzip oben auf dem Deckel die beiden Stecker mit den Kabeln hat. Das sind die Sensoren für den Bremsflüssigkeitsstand. Da können einmal die Sensoren kaputt sein oder ist es tatsächlich so, dass bei mir Bremsflüssigkeit fehlt. Kann sein. Also, das zu dem Thema, dass diese App keine Fehlercodes auslesen kann. Zumindest hat es diesen Fehlercode ausgelesen, der meines Erachtens einer der wichtigsten ist, weil er über die Bremsflüssigkeit bzw. über den Bremsflüssigkeitsstand berichtet. Und alles andere ist erstmal egal. Es kann natürlich sein, dass andere Fehler, die tiefergehend sind im Steuergerät, ich weiß nicht genau, wie weit man mit der Motoscan-App in die Steuergeräte hineinkommt, welche Ebenen man da auslesen kann. Kann es natürlich sein, dass es andere Fehler gibt, die nicht angezeigt werden. Ja, nur ist es so, dass ich halt keine anderen Fehler habe, sonst würde ich euch das zeigen. Und jetzt einen Fehler hineinzubasteln, ja, lassen wir besser sein. Das wollte ich eigentlich dazu nochmal sagen. Wenn der den Kommentar geschrieben hat, vielleicht noch weitergehende Informationen hat, dann möge er sie hier unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Für mich ist es so, dass das Ding in jedem Fall erstmal in der Lage ist, Fehlercodes auszulesen. Es wurden keine Freeze-Frames gefunden. Okay. So, meine Lieben, ich weiß, es ist schon bestimmt wieder viel zu lang, dieses Video, für mal eben eine Information und überhaupt nichts mitschrauben. Ja, aber manchmal ist es halt so. Ich mache an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich werde nämlich jetzt die Reifen montieren und das ist bei den K60 Heidenau K60 Ranger gar nicht so einfach auf die BMW-Felgen, weil die sind schon ziemlich stabil, diese Reifen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen vorwärmen, dass sie weicher werden ein bisschen und dann ja, mache ich die da drauf. Und dann, ach so, was ich noch erzählen wollte, war Folgendes. Ich habe nämlich ich hatte die ganze Zeit ein Kommunikationssystem am Helm, und zwar das Cardo Packtalk irgendwas. Da habe ich mir dann Musik auf die Ohren spielen lassen oder ich konnte eben mit Leuten, die auch dieses Cardo haben, mehr schlecht als recht kommunizieren. Und jetzt gibt es aber ganz viele Leute, die diese Sena-Systeme haben. Sena Mesh. Ja, so, bam, das ist das Neueste. Also nicht, dass ich immer das Neueste haben muss, ganz und gar nicht, aber ich dachte mir, okay, wenn so viele Sena haben, dann muss
ja was dran sein. Und man will ja schon mit dem einen oder anderen auch mal kommunizieren können und verschiedene andere Feature ausprobieren. Ob man das unbedingt braucht, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Also viele Leute sagen, ich will sowas gar nicht haben, ich muss auch nicht telefonieren während dem Motorradfahren. Das stimmt, ich auch nicht. Aber ich höre ganz gerne so im Hintergrund so ein bisschen Musik und dann läuft es halt einfach. So. Und ich habe mir das gerade kürzlich, das Sena 50C gekauft. Das hat eine Kamera mit drin und hat diese tollen Lautsprecher von Harman und Kardon oder so irgendwas. Ja. Also der Sound ist wirklich, muss man sagen, toll. Ich bin noch nicht damit gefahren, aber ich werde berichten darüber. Und zwar werde ich berichten, ich werde mal versuchen, ich hatte das schon mal gemacht, mit diesen Video-Vlogs. Da habe ich genau 2 Stück gemacht mit GoPro und so ein Kram. Das war immer sehr, sehr anstrengend, weil diese Videoschneiderei ist super aufwendig gewesen und ja, das war alles nix und so. Ich bin mal gespannt, wie die Qualität von dieser Kamera beim 50C ist, von Sena. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob die Position, wie ich es angebaut habe, weil in meinen Helm passt diese Klemmhalterung nicht, die man verstellen kann. Ich musste das also aufkleben. Und ich habe dann vor dem Spiegel probiert und geguckt und bla bla. Ja, werden wir sehen, ob man überhaupt was sieht. Aber ich werde dann berichten, wie toll das ist. Und schauen wir mal, so ein bisschen. Hier, der Odenwald ist eine tolle Gegend, geil zu fahren, ein paar schöne Strecken. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auch da könnt ihr ja mal berichten, unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Bock habt, ob ihr auch das 50C habt oder wie das funktioniert, wie gut es läuft, wie gut die Sprachqualität ist. Es gibt Unmengen Videos darüber. Ich mache sicher kein Video über Kommunikationssysteme. Da gibt es andere, die das machen. Und die machen das gut, alles in Ordnung. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Video- oder Motovlog sozusagen unterwegs. Und da habe ich vielleicht auch so ein bisschen an so einen 1150er ABC gedacht. Kann man mal schauen. Weiß nicht, ob es was wird. Wird man sehen, wenn das Ganze funktioniert, wenn es einigermaßen Qualität hat. Tontechnisch soll es gut sein. Schauen wir mal. Wir sind am Ende. Ich danke euch fürs Zusehen. Wie gesagt, nochmal, danke, dass ihr da geblieben seid. Auch in dieser großen, langen Pause. Seid gespannt auf die neuen Videos. Heute kommt dieses Video oder heute ist dieses Video veröffentlicht. Und als nächstes wird wahrscheinlich das Video zur Kupplungsflüssigkeit an der R1200 GS AC kommen. Wie man das macht, wie man das vor allen Dingen richtig macht. Und ja, bis dahin sage ich danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr da geblieben seid und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.